War Meierling wirklich ein tragischer Liebesselbstmord? Oder wurde uns seit über 130 Jahren nicht die ganze Wahrheit erzählt? In diesem Video tauchen wir tief in die letzten Tage von Kronprinz Rudolf ein. Mit echten Zeitzeugenberichten, geheimen Dokumenten, Abschiedsbriefen und den widersprüchlichen Aussagen jener Menschen, die damals vor Ort waren. Gemeinsam gehen wir den Mythen, Gerüchten und möglichen Vertuschungen rund um den Tod des Habsburger Thronfolgers auf den Grund. Hallo, ich bin Kathi, Stadtführerin in Wien und Kulturvermittlerin. Seit Jahren auch hier auf YouTube, Spotify etc. Die Geschichte um Kronprinz Rudolf ist eine der spekulativsten, die uns im Kosmos der Habsburger begegnen. Zu kaum einem anderen Habsburger gibt es so viele Gerüchte, die bis heute kursieren. Schon im 19. Jahrhundert beschäftigte das tragische Ende des österreichischen Thronfolgers die Menschen. Der Schriftsteller Stefan Zweig schildert: Noch von meiner frühen Kindheit erinnere ich mich an jenen andern Tag, als Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn des Kaisers, in Meierling erschossen aufgefunden wurde. Damals war die ganze Stadt in einem Aufruhr ergriffener Erregung gewesen. Ungeheure Massen hatten sich gedrängt, um die Aufbahrung zu sehen. Überwältigend sich das Mitgefühl für den Kaiser und der Schrecken geäußert, dass sein einziger Sohn und Erbe, dem man als einem fortschrittlichen und menschlich ungemein sympathischen Habsburger die größten Erwartungen entgegengebracht hatte, im besten Mannesalter dahingegangen war. Im heutigen Video werden wir versuchen, dem Ursprung der Gerüchte auf den Grund zu gehen. Freut euch auf eine detaillierte Schilderung der Geschehnisse in Meierling und der originalen Berichte der Zeitzeugen. Alle weiterführenden Infos, Quellen, dazugehörigen Videos und meine Website, unter der ihr mich als Stadtführerin buchen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Warum gerade Selbstmord in Meierling? Das Buch von Rudolf Nowak, das Meierling-Netzwerk, verborgene Zusammenhänge entdeckt, beschäftigt sich zu Beginn mit der Frage, warum Kronprinz Rudolf ausgerechnet das Jagdschloss in Meierling erwarb und welche persönlichen Hintergründe damit verbunden gewesen sein könnten. Das Schloss gehörte ursprünglich dem Stift Heiligenkreuz und wurde 1886 von Rudolf gekauft und zu einem Jagdschloss ausgebaut. Im Zentrum nun von diesem Kapitel steht die Behauptung, Rudolf habe bereits vor seiner Ehe eine enge Beziehung zu einer jungen Frau namens Böhm gehabt. Sie wird als attraktive jüdische Kaufmannstochter aus Brünn beschrieben. Angeblich begleitete sie Rudolf sogar heimlich auf dessen Brautfahrt nach Brüssel im Jahr 1880, als er Prinzessin Stephanie kennenlernen sollte. Dieses Gerücht war politisch brisant, weil ein Thronfolger während einer offiziellen Brautwerbung gleichzeitig eine Geliebte mitgeführt haben soll. Später heiratete diese Frau angeblich zuerst einen Baron und danach Reinhard August Graf zu Leiningen-Westerburg. Genau dieser Graf besaß ein Anwesen in Meierling. Laut mehreren Polizei- und Konfidentenberichten soll Rudolf deshalb ein besonderes Interesse an Meierling entwickelt haben. Das Anwesen war mit einer Frau verbunden, die einst seine Geliebte gewesen sein könnte. Die Quellen widersprechen sich allerdings in vielen Details. Manche nennen die Frau Böhm, andere sprechen von einer Schauspielerin namens Pick vom Badener Theater. Wieder andere behaupten, sie habe später den Namen Leiningen dann getragen. Gemeinsam haben alle Versionen aber die Vorstellung, dass Rudolf emotional oder sogar finanziell von dieser früheren Beziehung verfolgt wurde. Das Ehepaar Leiningen habe Rudolf sogar unter Druck gesetzt oder sogar erpresst, weshalb er Meierling zu einem überhöhten Preis gekauft habe, um die beiden loszuwerden. Danach seien sie aus der Gegend verschwunden. Historisch beweisen lässt sich diese Geschichte allerdings nicht eindeutig. Sie stammt vor allem aus Polizeiberichten und Aussagen von Informanten nach Rudolfs Tod, also aus Quellen, die oft Gerüchte und Halbwahrheiten sammelten. Die Geschichte zeigt aber, wie Meierling später fast symbolisch mit Rudolfs geheimen Liebesleben verbunden wurde. Das Jagdschloss erscheint nicht nur als Jagdresidenz, sondern als persönlicher Rückzugsort des Kronprinzen. Ein Ort fern vom Wiener Hof, an dem er seinen Affären und privaten Problemen nachgehen konnte. Doch interpretieren wir da zu viel hinein? War Meierling einfach nur ein perfekter Ort für die Tat?
abgeschieden, Rudolfs Privatbesitz, ein Ort für einen Jagdausflug, der auf nichts Ungewöhnliches hindeuten würde? Was waren die Gründe für Rudolfs Tat? Die Mayerling-Tragödie wird bis heute auf eine romantisch-sentimentale Liebestod-Version verkürzt. Aus heutiger Sicht waren es vor allem Rudolfs Schwäche, Verzweiflung und Krankheit, die Isolation in der kaiserlichen Familie, am Kaiserhof, in der Politik, die zerstörten Hoffnungen auf die Thronnachfolge sowie auf ein friedliches, liberales Europa, die ihm das Leben sinnlos erscheinen ließen. Davon haben wir ja schon in den letzten Folgen gehört. Kronprinzessin Stefanie beschreibt bereits 1887 die Wandlung Rudolfs nach dessen Berlinreise in eindringlichen Worten. Als ich nach Wien zurückkam, fand ich den Kronprinzen stark verändert. Nicht nur, dass seine Gesundheit erschüttert war, auch seine Unrast hatte zugenommen. Seine Abende verlebte er in Kreisen, in die ich ihm nicht folgen konnte. Ich fühlte deutlich, dass er mir jetzt völlig entglitten war, hinabgezogen in eine andere Welt. Das war die Zeit, da sich das Schicksal des Kronprinzen Rudolf entschied. Es war traurig, dass man von alledem, solange es sich noch vorbereitete, nichts wusste oder aber nichts wissen wollte. In Folge 2 über Rudolfs Lebenseinstellungen und seine Sicht auf die Zukunft Österreichs haben wir ja bereits gehört, wie negativ er über Preußen dachte und dass er besorgt war, die Monarchie wäre unrettbar in Österreich. Nachdem sich dieser Zustand zuspitzte, wurde Stefanie im Jänner 1889 beim Kaiser vorstellig, der aber alles bagatellisierte. Das ist Einbildung von dir. Rudolf fehlt nichts. Er sieht nur blass aus, ist zu viel unterwegs, er mutet sich zu viel zu. Er soll mehr bei dir bleiben, sei nicht ängstlich. Und wie in der letzten Folge schon erwähnt, wollte Rudolf ursprünglich mit seiner langjährigen Geliebten Mitzi Kasper in den Tod gehen. Der Polizeiagent Dr. Florian Meissner, der in Mitzis Kupplerin Johanna Wolf eine bereitwillige Informantin gefunden hatte, berichtete, dass Rudolf bereits damals mit Mitzi mehrmals über einen Doppelselbstmord gesprochen hatte. Vom Erschießen sprach Kronprinz Rudolf seit Sommer 1888. Er machte auch der Mitzi den Vorschlag, sich mit ihm im Husarentempel zu erschießen. Mitzi lachte darüber und glaubte es auch nicht, als er ihr sagte, er werde sich im Mayerling erschießen. Kronprinz Rudolf äußerte sich Mitzi gegenüber wiederholt, aber immer erst seit Sommer 1888. Es erheische seine Ehre, dass er sich erschieße. Warum es seine Ehre erheische, detaillierte er nicht näher. Mitzi machte sich auf jeden Fall so große Sorgen, dass sie Rudolfs Absichten beim Polizeipräsidenten meldete. Ihre Aussage wurde protokolliert und nichts geschah. Rudolf verbrachte dann seine letzte Nacht in Wien vom 27. auf den 28. Jänner 1889 bei ihr. Am Morgen brach er dann nach Mayerling auf und vermachte Mitzi 30.000 Gulden in seinem Testament, das er allerdings bereits 1887 verfasst hatte. Als Universalerbin war seine einzige Tochter Elisabeth angeführt. Nach Mitzis Absage hatte sich Rudolf jedenfalls eine andere Gefährtin für den Tod gesucht, die erst 16-jährige Mary Wetscherer, die für den Kronprinzen schwärmte und bereit war, alles für ihn zu geben, auch ihr Leben. Dass es allerdings eine tragische Liebesgeschichte von Seiten des Kronprinzen war, kann ausgeschlossen werden. Denn dass er zu vielen Frauen Verhältnisse hatte, war damals schon allgemein bekannt. So schrieb nach der Katastrophe in Mayerling Eduard Strauß an seinen Bruder, den berühmten Johann Strauß. Wenn man bedenkt, dass er doch zur gleichen Zeit mit Frau von Kuranda in Abbazia, mit Fräulein Stern und mit noch anderen Beziehungen pflegte, so ist ja dieser Entschluss, mit dem Mädel zu sterben und seiner Krone zu entsagen, rätselhaft. Über seine nächsten Freunde und Umgebung wird fürchterlich geschimpft. Und wer Mary genau war, wie sie den Kronprinzen kennengelernt und warum sie dann mit ihm in den Tod ging, werden wir im nächsten Video erfahren, das sich ausschließlich um Marys Leben und Tod dreht. Bleibt also dran und abonniert am besten gleich den Kanal, denn da wird es noch einmal ganz besonders spannend. Jetzt aber befassen wir uns erst einmal damit, was in der Todesnacht geschah. Über die unmittelbaren Stunden vor der Abfahrt des Kronprinzen nach Mayerling berichtet Rudolfs Leibjäger Rudolf Püchel in seinen Memoiren.
Kronprinz Rudolf hatte ihm am Samstag, dem 26. Jänner, gesagt, er wolle am Dienstag nach Mayerling zur Jagd fahren und dann am nächsten Tag wieder zurück sein. Büchel möge daher am Montag nach Mayerling fahren, um mit dem Forstmeister Hornsteiner die Vorbereitungen dafür zu treffen. Am Sonntag, den 27. Jänner, wurden Kronprinz Rudolf und Gräfin Larisch, seine Cousine, im Prater von Luise Coburg bei einem erregten Gespräch beobachtet. Luise, die Schwester der Kronprinzessin Stephanie, notierte dazu: Der Thronfolger kam mit raschen Schritten auf mich zu. Ich fahre jetzt bald nach Mayerling, redete er mich an. Sag dem Dicken, das wäre Philipp von Coburg, er möchte diesen Abend noch nicht kommen, sondern erst übermorgen früh. Kaiser Franz Josef empfing dann seinen Sohn zur Audienz. Rudolf war dabei sehr erregt. In der deutschen Botschaft in Wien fand ein Geburtstagsfest für Kaiser Wilhelm II. An diesem Tag auch statt, an dem unter anderem Kaiser Franz Josef, Kronprinz Rudolf mit seiner Gemahlin und auch Mary und ihre Mutter und Schwester teilnahmen. Der bayerische Botschafter Graf Brey-Steinburg hatte nach Mayerling ein Gespräch mit Franz Josef, der sich folgendermaßen äußerte: Für mich war Rudolf immer ein guter Sohn und ich freute mich immer, wenn ich ihn sah. Es tut mir leid, dass als wir uns am Sonntagabends trennten, wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Dies wäre ein letztes Auf Wiedersehen für mich gewesen. Als dann Büchel am Montag, den 28. zur Hofburg fuhr, begegnete er einem Hofkammerwagen mit kronprinzlichem Küchen- und Tafelpersonal. Überrascht hielt er an und erfuhr, dass der Kronprinz bereits einen Tag früher nach Mayerling fahren werde. Rudolf sagte zu Büchel, dass er nachts sein Programm bezüglich Mayerling geändert habe, bereits am Montag hinausfahren werde und Johann Loschek, seinem Kammerdiener, Franz Wodiker, den Hofkammerbüchsenspanner und das Wirtschaftspersonal bereits vorausgefahren seien. Er erwarte noch einen Brief und ein Telegramm und fahre um 12 Uhr weg. Laut Büchel kam an diesem Tag um 11 Uhr der erwartete Brief, eine halbe Stunde später traf das Telegramm ein. Der Kronprinz stand beide Male gedankenverloren vor einem Fenster mit Blick auf den Franzensplatz mit seiner Uhr in der Hand. Als er das Telegramm geöffnet und gelesen hatte, sagte er laut Büchel: Ja, es muss sein. Als sich Rudolf dann an diesem Tag von seiner Frau verabschiedete und noch seine Tochter sehen wollte, ließ nichts in seinem Verhalten den Schluss auf eine nahestehende Katastrophe zu. Stephanies Kammerfrau, Sophie vom Planker-Klaps, berichtete über diese Szene: Am 28. Januar gegen 11 Uhr vormittags, ich war eben im Zimmer der Kronprinzessin, kam der Kronprinz im Jagdanzug herüber, um sich vor der Fahrt nach Mayerling zu verabschieden. Er wollte auch noch die kleine Prinzessin Elisabeth sehen, kam aber gleich wieder aus der Richtung des Kinderzimmers zurück. Zu dumm, sagte er ein wenig ärgerlich, die Aja hat mich nicht hineingelassen, weil Erschi am Thron sitzt, am Töpfchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er besonders ernst oder aufgeregt gewesen wäre, doch fiel mir sofort auf, dass er auf meinem Gruß beim Gehen nicht wie sonst immer auf Wiedersehen antwortete, sondern leben Sie wohl. Zu dieser Zeit muss auch noch irgendwann Rudolfs Cousine Gräfin Larisch mit Mary Wetscherer im Appartement des Kronprinzen eingetroffen sein. Der Kronprinz bat Marie Larisch, mit Mary nur 10 Minuten alleine sprechen zu können. Doch Mary kam niemals wieder. Sie wurde nämlich über einen geheimen Weg von Rudolfs Appartement weggeführt und nach den Beobachtungen eines Fiakers, bei dem am hinteren Eingang des Albertiner-Traktes vorgefahrenen Wagen, des Fiaker Bratfisch eingestiegen. Gräfin Larisch meldete an diesem Tag dann gleich das Verschwinden Marys, deren Mutter und dann auch bei der Polizei. Näheres dazu erfahren wir wie gesagt in der Folge über Mary. Oder würde euch auch ein Video über Marie Larisch interessieren? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Rudolf verließ jedenfalls kurz vor 12 Uhr in seinem Wagen die Hofburg. Er sagte noch zu Büchel, er solle ihm am Dienstagnachmittag zurückerwarten, da um 18 Uhr ein Diner beim Kaiser sei. Eine um 13 Uhr vorgesehene Audienz beim Erzbischof von Prag hatte der Kronprinz nicht wahrgenommen. Ebenso wenig eine vorgesehene Sitzung im Heeresmuseum unter der Leitung von Erzherzog Wilhelm. Diese plötzliche Änderung getroffener Dispositionen des sonst sehr pflichtbewussten Kronprinzen sind dann vielfach Stoff für Spekulationen über die Hintergründe seines Selbstmordes und die These seines Todes durch fremde Hand geworden.
Laut einem Telegramm des Polizeiagenten Karl Willigut im Akt des Polizeipräsidenten Kraus hat der Wagen des Kronprinzen den 5. Bezirk beim damals noch bestehenden Linienwall um 11:50 Uhr passiert, musste also wenigstens schon um 11:30 Uhr von der Hofburg abgefahren sein. Der Kronprinz lenkte selbst den zweispännigen Wagen, in dessen Fond Rudolfs Leibkutscher saß, Anton Prechtler, der den Wagen zurückfahren sollte. Über die Schönbrunner Hauptstraße ging die Fahrt nach Breitenfurt, wo er gegen 13 Uhr ankam. Dort schickte der Kronprinz den Wagen zurück und ging zu Fuß zum Gasthaus Roter Stadel, wo der Wagen von Bratfisch mit Mary im Fond bereits auf ihn wartete. Gemeinsam ging die Fahrt nach Mayerling weiter. Rudolf stieg also mit Mary in Wien in die Kutsche, um dann aber keine Aufmerksamkeit zu erregen, stieg er in Mayerling verfrüht aus und ging allein ins Jagdschloss und in sein Zimmer. Mary kam dann unbemerkt mit Bratfisch nach. Nur der Fiaker Bratfisch und Loschek, der Kammerdiener, waren eingeweiht. Josef Bratfisch war Rudolfs Leibfiaker und Vertrauter, ein Angestellter des Lohnfuhrwerkbesitzers Leopold Wollner. Er war völlig loyal zum Kronprinzen und bewahrte Diskretion. Er war außerdem auch als guter Sänger bekannt, der Rudolf mit der Welt der kleinen Leute in den Lokalen jenseits der Wiener Gürtellinie bekannt machte, wo Volkssänger nicht nur Heurigenlieder, sondern oft auch musikalisch verbrämte Kritik an politischen oder sozialen Umständen zum Besten gaben. Antonia Bratfisch, die Tochter des Fiakers, berichtete, seine Stimme hat dem Kronprinzen sehr gefallen. Ein guter Sänger war der Vater, aber man soll ihn nicht immer als Kunstpfeifer hinstellen. Eines ist schon wahr, der Kronprinz hat ihn gefragt, ob er verschwiegen sein kann, und er hat bejaht. Es ist auch wahr, dass der Kronprinz oft gesagt hat, dass an seinen glücklichsten Stunden der Bratfisch teilgenommen hat. Dienstag, 29. Januar. Um 8 Uhr trafen Graf Hoyersch und Prinz Coburg aus Wien zur Jagd in Mayerling ein. Die beiden waren über viele Jahre hinweg Rudolfs Jagdgefährten gewesen. Die drei frühstückten gemeinsam, doch Rudolf begleitete sie wegen seiner Verkühlung nicht mit auf die Jagd. Um 11 Uhr meldete in Wien Helene Wetscherer das Verschwinden ihrer Tochter der Polizei. Um 15 Uhr fuhr Coburg wieder zurück nach Wien in die Hofburg zu einem Gala-Diner, das um 19 Uhr aus Anlass der Verlobung von Rudolfs Schwester Marie Valerie mit Erzherzog Franz Salvator gegeben wurde. Rudolf schickte seiner Frau ein Telegramm, dass er wegen seiner Verkühlung nicht am Familiendiner teilnehmen könne. Zur gleichen Zeit, um 19 Uhr, nahm er dann im Jagdschloss Mayerling ein gemeinsames Abendessen mit Hoyersch ein. Nach dem Abendessen habe sich Rudolf gegen 22 Uhr mit gewohnter Herzlichkeit von Hoyersch verabschiedet und dieser zog sich in ein separates Gebäude in der Nähe des Schlosses zurück. Dem Abschiedsbrief Marys an ihre Mutter zufolge habe der Leibfiaker Bratfisch nach der Verabschiedung von Hoyersch das Paar noch durch Pfeifen und Singen unterhalten. Mary schenkte ihm ihre Armbanduhr mit den Worten: »Nehmen Sie nur, ich brauche sie sowieso nicht mehr.« Als die beiden in Rudolfs Schlafzimmer gingen, meinte Rudolf zu seinem Kammerdiener Loschek, dass dieser niemanden vorlassen dürfe, selbst wenn es der Kaiser sei. Loschek hörte die beiden die ganze Nacht ernsthaft reden. Den Aufzeichnungen des Kammerdieners Loschek, ein 8-seitiges, eigenhändig geschriebenes Manuskript mit dem Titel »Die richtige Darstellung des Dramas von Mayerling« aus dem Jahr 1928, verdanken wir die Kenntnis der entscheidenden Momente im Ablauf der Mayerling-Tragödie vom 30. Jänner 1889. Johann Loschek, der 12 Jahre in Rudolfs Diensten stand, erwarb nach der Mayerling-Tragödie ein großes Landgut in Klein-Wolkersdorf, was aber bald die Gerüchte nährte, er habe es mit Schweigegeld aus dem Kaiserhaus finanziert und sich im Gegenzug dazu verpflichtet, niemals über die Hintergründe der Tragödie zu reden. An dieses Versprechen hielt er sich zwar lange Zeit, aber nach knapp 40 Jahren schrieb er seine Erinnerungen dann doch noch nieder. Aber Loscheks Darstellung weicht in einigen Details von dem Bericht des Grafen Hoyersch ab, was dann Anlass zu verschiedenen Vermutungen gab. Loschek jedenfalls schildert die Ereignisse an diesem Tag folgendermaßen. 30. Januar. 5 Minuten vor 6:45 Uhr früh kam Rudolf ganz vollständig angezogen zu mir in das Zimmer heraus und befahl mir, einspannen zu lassen.
Ich war noch nicht im Hofe draußen, als ich 2 Detonationen hörte. Ich lief zurück. Der Pulvergeruch kam mir entgegen. Ich stürmte zum Schlafzimmer, doch war es entgegen der Gewohnheit Rudolfs abgesperrt. Was nun machen? Ich holte sofort Graf Heuersch und mit einem Hammer bewaffnet schlug ich die Türfüllung ein, so dass ich gerade mit der Hand hinein konnte, um die Tür von innen aufzusperren. Welch grauenhafter Anblick! Rudolf lag entseelt auf seinem Bette, angezogen. Mary Wetscherer ebenfalls auf ihrem Bette vollständig angekleidet. Rudolfs Armeerevolver lag neben ihm. Beide hatten sich überhaupt nicht schlafen gelegt. Beiden hing der Kopf herunter. Gleich beim ersten Anblick konnte man sehen, dass Rudolf zuerst Mary Wetscherer erschossen hatte und dann sich selbst entleibte. Es fielen nur 2 wohlgezielte Schüsse. Die Anwesenheit einer dritten Person sowie dass Glasscherben im Kopfe Rudolf steckten, ist wie so vieles über Rudolfs Tod frei erfunden. Widersprüche zu den Geschehnissen ergeben sich aus der Denkschrift Josef Heuersch, der ebenfalls im Meierling übernachtet hatte. Er schildert die Auffindung Rudolfs nämlich folgendermaßen: Hatte ich die Absicht, mich um 8 Uhr in das Schlösschen hinaufzubegeben. Es fehlten noch einige Minuten zu dieser Stunde und ich war schon ganz bereit, als mir mein Kammerdiener den Schlosswart Zwerger meldete. Letzterer eingelassen machte mir die Mitteilung, dass Kammerdiener Loschek mir melden ließe, dass seine kaiserliche Hoheit, der Kronprinz, nicht zu wecken sei. Auf meine Erwiderung, dass er eben sehr gut und fest schlafen werde, machte er weitere Mitteilungen, und zwar, dass der Kronprinz seit 6:30 aufgewesen, im Morgenanzug ins Vorzimmer gegangen, habe dort an Loschek, der im Nebenzimmer wohnte, den Auftrag gegeben, ihn um 7:30 wieder zu wecken und für selbe Stunde ein Frühstück und den Fiaker Bratfisch mit seinem Wagen zu bestellen und habe sich dann, vor sich hin pfeifend, wieder in das Schlafgemach zurückbegeben. Loschek klopfte nun seit 7:30 ununterbrochen, erst mit dem Finger, dann mit einem Scheit Holz an die Tür des Schlafzimmers, ohne dass irgendein Lebenszeichen erfolgte. Die Tür des Schlafzimmers gegen das Vorzimmer sei von innen und ebenso die Türe, welche von der Wendeltreppe vom 1. Stock in das Schlafgemach führt, ebenfalls von innen versperrt und stecken die Schlüssel. Nun war aller Grund vorhanden, Unheil zu ahnen, und eilte ich mit Schlosswart Zwerger in das Schlösschen. Loschek wiederholte mir dort die bereits angeführte Aussage. Nachdem ich selbst geklopft und sehr laut den Kronprinzen gerufen hatte, frug ich noch rasch, ob mit Kohlen geheizt wurde, was verneint wurde. Da Loschek die Verantwortung wegen eventuellem Einbruch der Türe nicht übernehmen wollte, gab ich den Befehl, die Tür auf meine eigene Verantwortung sofort zu erbrechen. Nun erst erklärte Loschek, dass der Kronprinz nicht allein sei und setzte hinzu, eine Baroness Wetscherer sei bei ihm. Diese Mitteilung brachte mich begreiflicherweise in die größte Bestürzung, umso mehr, als ich weder eine Ahnung von der Anwesenheit der Baroness in Meierling noch überhaupt von Beziehungen von ihr mit dem durchlauchigsten Kronprinzen hatte und für mich auch nicht der geringste Anlass vorlag, irgendwelche Beziehungen auch nur entfernt zu vermuten. Nun war das Schlimmste zu befürchten. Bei der Totenstille, die im Schlafgemache herrschte, war an die Möglichkeit einer erfolgreichen Hilfe kaum zu denken, da seit 6:30 fast 7 Viertelstunden vergangen waren und die Verantwortung, die ich tragen sollte, eine erdrückende. Meine Uhr zeigte 8:09. Prinz Koburg musste beinahe schon da sein. Auf meine in der Vorhalle gestellte Frage eilte einer der Leute außer den Hof und meldete, der Prinz fahre soeben heran. In Kürze teilte ich dem Prinzen im Billardzimmer die Sachlage mit und kamen wir nach kurzer Beratung zu dem Entschluss, die Tür auf unsere Verantwortung erbrechen zu lassen. Unter den so unendlich heiklen Umständen sollte Loschek allein sich von der Sachlage überzeugen und die Bestimmung weiterer Zeugenschaft, wenn nicht Gefahr im Verzuge ist, ausschließlich seiner Majestät vorbehalten bleiben. Nachdem die Tür gegen das Vorhaus, respektive Stiegenhaus, abgeschlossen war, wurde im Beisein des Prinzen Koburg und mir durch Loschek mittelst einer Holzhacke das Schloss der Türe zu sprengen versucht, doch erst das Einschlagen der Türfüllung verschaffte Einlass. Loschek, der in das Gemach blickte, erklärte, dass beide als Leichen im Bette lägen.
Unsere Bestürzung und unser Schmerz waren unaussprechlich. Es wurde die Frage erörtert, ob nicht ein Arzt herbeizurufen sei. Bei den gegebenen Umständen war dies, wenn alles Leben entflohen war, aber nicht ratsam. Es handelte sich vor allem darum, zu konstatieren, ob jede Hilfe vergeblich wäre. Loschek sollte sich davon überzeugen. Nachdem die Türe, durch die eingeschlagene Füllung greifend, mit dem Schlüssel von innen geöffnet war, trat Loschek ein, um nach wenigen Augenblicken zu erklären, dass sich keine Spur von Leben in den Körpern befindet, der Kronprinz über dem Bettrand gebeugt liege, eine große Blutlache vor sich und der Tod voraussichtlich durch Vergiftung mit Cyankali erfolgt sei, da hierbei solche Blutstürze vorkämen. Der Tod durch Schusswaffe wurde aber erst später konstatiert. Abgesehen davon, dass es unglaubwürdig erscheint, dass Hoyosh und Kobuk an der aufgebrochenen Türe stehen blieben und nicht einmal einen Blick in das Zimmer warfen, sind folgende Ungereimtheiten auffällig. Loschek gibt in seiner Darstellung nicht an, dass Rudolf ihn anwies, ihn um 7:30 zu wecken, sondern nur, dass er um 6:15 Uhr den Auftrag erhielt, anspannen zu lassen. Und da er die Schüsse kurz darauf hörte, scheint der Todeszeitpunkt eher gegen 6:30 gewesen zu sein. Da drängt sich die Frage auf, wenn er die Schüsse gehört hat, warum er dann trotzdem erst um 7:30 versuchte, den Kronprinz zu wecken und Graf Hoyosh auch erst so spät holen ließ. Entweder wurde Hoyosh also schon viel früher informiert, Loschek erwähnt ja auch nicht, dass Philipp Kobuk dabei gewesen wäre, oder Loschek war eingeweiht und angewiesen, Hoyosh erst kurz vor 8 Uhr zu informieren, um bei der Auffindung der Leichen Zeugen zu haben. Hoyoshs Hinweis auf Cyankali war wiederum deshalb notwendig, da genau diese Version ja auch die erste sein sollte, die er wieder besseren Wissens der kaiserlichen Familie überbrachte, was er in seiner Denkschrift irgendwie argumentieren musste. Es ist noch ein Bericht zu dem furchtbaren Fund der Leichen erhalten, nämlich der vom Hoftelegraphisten Schuldes. Der berichtet: Um 8 Uhr kam Prinz Kobuk aus Wien zurück, der im Hause mit unverhohlener Ungeduld erwartet worden war. Graf Hoyosh, der in seinem Quartier in Meierlinghof übernachtet hatte, empfing Kobuk mit der Mitteilung, man habe Sorge, dass Kronprinz Rudolf vor kaum einer Stunde ein Unglück zugestoßen sei, weil die Tür zu seinem Schlafzimmer weder auf Klopfen noch auf Rufen geöffnet wurde. Prinz Kobuk ließ daraufhin die Tür mit einer Hacke aufbrechen. Die über den Hof hörbaren Hackenschläge, die gegen die Türfüllung geführt wurden, schreckten die außenstehende Dienerschaft auf und im Augenblick waren die Vorräume des Hauses mit Leuten besetzt. Denn es war nun gewiss, dass etwas ganz Besonderes, ein großes Unglück geschehen sei. Wenige Schritte von der zersplitterten Tür entfernt, von deren Schwelle ich das Zimmer übersehen konnte, lag regungslos eine über den Rand des blutgetränkten Bettes mit dem Oberkörper vornüber gebeugte, unkenntliche menschliche Gestalt und zur Linken derselben der dunkel verhüllte Körper einer zweiten Person, deren Haupt fast ganz unter aufgestreuten Blumen verdeckt war. Es herrschte Stille. Blut war an den Linnen, auf dem Erdboden und Blutspritzer bis an den Wänden und bis hinauf an der niederen Wölbung des Zimmers. Jedenfalls fand Loschek, als er das Schlafzimmer inspizierte, auf dem Nachtkästchen folgendes Schreiben: Lieber Loschek, holen Sie einen Geistlichen und lassen Sie uns in einem gemeinsamen Grabe in Heiligenkreuz beisetzen. Die Preziosen meiner teuren Mary, nebst Brief von ihr, überbringen Sie der Mutter Marys. Ich danke Ihnen für Ihre jederzeit so treuen und aufopferungsvollen Dienste während der vielen Jahre, welche Sie bei mir dienten. Den Brief an meine Frau lassen Sie ihr auf kürzestem Wege zukommen. Und was schrieb Rudolf an Stefanie? Liebe Stefanie, du bist von meiner Gegenwart und Plage befreit. Werde glücklich auf deine Art. Sei gut für die arme Kleine, die das Einzige ist, was von mir übrig bleibt. Allen Bekannten, besonders Bombell, Spindler, Latour, Sögeny, Gisela, Leopold etc., sage meine letzten Grüße. Ich gehe ruhig in den Tod, der allein meinen guten Namen retten kann. Dich herzlichst umarmend, dein dich liebender Rudolf. Rudolf verfasste insgesamt 6 Abschiedsbriefe, von denen jene an Sektionschef Sögeny und Stefanie im Original bekannt sind. Der in Meierling gefundene Brief an Sögeny lautet: Lieber Sögeny,
Ich muss sterben. Das ist die einzige Art, zumindest wie ein Gentleman diese Welt zu verlassen. Haben Sie die Güte, meinen Schreibtisch hier in Wien im türkischen Zimmer, dort, wo wir in besseren Zeiten so oft zusammensaßen, aufzumachen und die Papiere so zu behandeln, wie es in meinem letzten Willen, hier beigeschlossen, aufgeschrieben. Herzlichst grüßend und Ihnen und unseren angebeteten ungarischen Vaterland alles Gute wünschend, bin ich Ihr getreuer Rudolf. In einer weiteren Nachricht gab er allerdings genaue Anweisungen für die Öffnungen seines Schreibtischs in der Hofburg, in denen stand: Sektionschef von Szögeni soll die Güte haben, meinen Schreibtisch im türkischen Zimmer aufzumachen. Folgende Briefe wurden verschickt: erstens an Valerie, zweitens an meine Frau, drittens an Baron Hirsch, viertens an Mitzi Kaspar. Was von Geld sich vorfindet, bitte ich alles Mitzi Kaspar zu übergeben. Mein Kammerdiener Loschek weiß ihre Adresse genau. Alle Briefe der Gräfin Larisch-Wallersee und der kleinen Vetschera an mich sind allsogleich zu vernichten. Mit anderen Schriften kann Szögeni nach Gutdünken handeln, mit militärischen sich früher mit Oberstleutnant Meyer ins Einvernehmen setzen. Rudolf. Über den Inhalt aller anderen Briefe, die niemals veröffentlicht wurden, gibt es nur Hinweise. Rudolfs Schwester Valerie notiert in ihrem Tagebuch, dass Rudolf in seinem Abschiedsbrief an sie von der Notwendigkeit dessen spricht, was er getan, ohne einen Grund zu nennen. Franz und mir den Rat gibt, nach Papas Tod auszuwandern, da es in Österreich sehr ungemütlich wird. Gräfin Festetitsch erzählte später, dass in Rudolfs Abschiedsbrief an seine Mutter, der laut Marie Valerie am Tag vor seinem Tod in Meierling verfasst wurde, stand, dass er es nicht wagte, an seinen Vater zu schreiben. Ich weiß sehr gut, dass ich nicht würdig war, sein Sohn zu sein. Weiters habe er vom Weiterleben seiner Seele geschrieben und dass er jene, die seinen Tod geteilt, als einen reinen, sühnenden Engel betrachte. Dann habe er seine Mutter gebeten, an Marys Seite in Heiligenkreuz begraben zu werden und meinte, dass es klar sei, dass er es ohne sie vielleicht nicht gewagt hätte, in den Tod zu gehen, er es aber nicht um ihretwillen getan habe. Doch auch in diesem Brief gab Rudolf keinen Grund für seinen Freitod an. Graf Hoyosch beauftragte nun Loschek, sofort telegrafisch und ohne weitere Motive anzugeben, Hofarzt Dr. Wiederhofer dringend nach Meierling zu rufen und fuhr kurz nach 8:30 mit dem ohnedies zur Fahrt bereiten Fiaker Bratfisch nach Baden ab. Mit Prinz Coburg hatte er vereinbart, dass dieser als Wache zurückbleiben sollte, damit niemand von den Delegierten des Hofes bzw. der Hofarzt Zutritt bekäme. In Baden ließ man den Eilzug aus Triest anhalten. Bratfisch sollte am Bahnhof auf Dr. Wiederhofer warten. Kurz nach 10 Uhr kam Hoyosch in der Hofburg an und begab sich über die Küchenstiege in die im 2. Stockwerk gelegene Wohnung des Obersthofmeisters des Kronprinzen, Graf Bombell, von dem haben wir auch schon in früheren Folgen gehört. Hoyosch informierte ihn über die Ereignisse und ging dann mit ihm zum Obersthofmeister der Kaiserin, Baron Nopcsa, und mit diesem zum Generaladjutanten des Kaisers, Graf Paar. Die 3 Herren beschlossen, über die Hofdame Ida Ferenczi zunächst Kaiserin Elisabeth zu informieren, die die Nachricht dann dem Kaiser überbringen sollte. Auch Marie Larisch war zu dieser Zeit in der Wiener Hofburg, die über die Überbringung der Todesnachricht berichtete: Zuerst sahen wir die Kaiserin. Sie hatte gerade ihre Turnübungen beendet. Es war schrecklich, sie so unvorbereitet zu überfallen. Ich kann Ihnen nicht mitteilen, wie wir ihr die Nachricht beibrachten. Arme, arme Tante. Ich gewann es über mich, ihr zu sagen, Sie müssen es dem Kaiser mitteilen, Majestät. Sie allein können es. Man informierte Elisabeth jedoch nicht über die wahre Todesursache, sondern behauptete, Mary Vetschera habe Rudolf vergiftet. Es war also nicht die kaiserliche Familie, die den Tathergang vertuschen wollte, sondern die Obersthofmeister, gemeinsam mit dem Generaladjutanten des Kaisers, die offenbar eigenmächtig beschlossen, die Informationen über die Geschehnisse in Meierling zurückzuhalten und sogar die Eltern des Thronfolgers bewusst falsch informierten. Daher überbrachte Elisabeth Franz Josef die erschütternde Nachricht, ihr Sohn sei von der Baroness Mary Vetschera vergiftet worden. Durch dieses eigenmächtige und kaltblütige Vorgehen der Hofkammerierer war also sogar das Kaiserpaar
24 Stunden lang falsch informiert. Erst am folgenden Tag sollte der kaiserliche Leibarzt in die peinliche Situation geraten, dem bis dahin ahnungslosen Kaiser bei seinem Obduktionsbericht über die wahre Todesursache zu informieren. Marie Valerie holte dann Rudolfs Witwe Stephanie zum Kaiserpaar, um sie vom Tod Rudolfs zu benachrichtigen. Stephanie schildert diese Szene in ihren Memoiren. Der Kaiser saß in der Mitte des Raumes. Die Kaiserin, dunkel gekleidet, schneeweiß und starr im Gesicht, war bei ihm. In meinem fassungslosen, erschütterten Zustand glaubte ich, dass man mich wie eine Verbrecherin ansah. Ein Kreuzfeuer von Fragen, auf die ich einesteils nicht antworten konnte, anderenteils nicht antworten durfte, ging auf mich nieder. Um 12:30 Uhr unternahm dann Dr. Wiederhofer in Meierling die erste Totenbeschau und stellte fest, beide wurden erschossen. Mary wurde am 31. Jänner dann aus dem Jagdschloss gebracht, in Begleitung ihrer beiden Onkel. Um alles möglichst unauffällig zu gestalten, wurde ihr Leichnam völlig angekleidet und sitzend in einer Kutsche nachts auf den Ortsfriedhof von Heiligenkreuz gebracht. Die unglaubliche Geschichte, was alles dann noch mit Marys Leichnam und ihrem Grab passieren sollte, erfahren wir dann aber in der nächsten Folge. Rudolfs Leiche wurde am Abend des 30. Jänner um 19 Uhr von Meierling nach Baden und von dort von Loschek und Dr. Wiederhofer begleitet nach Wien gebracht, wo man erst gegen Mitternacht eintraf. Hier wurde sofort die offizielle Obduktion eingeleitet. Doch noch davor wurde das berühmte Foto des aufgebahrten Kronprinzen gemacht. Der Fotograf musste den Kronprinzen von der linken Seite aufnehmen, um die zerstörte rechte Gesichtshälfte nicht zu zeigen. Das offizielle und publizierte medizinische Gutachten, das noch in derselben Nacht von Hofrat Dr. Hoffmann, dem Professor der Gerichtsmedizin, Professor Dr. Hans Kunrad, dem Vorstand des Pathologisch-Anatomischen Instituts, sowie dem kaiserlichen Leibarzt Professor Dr. Hermann Wiederhofer unterzeichnet wurde, lautete: Erstens, seine K&K Hoheit und durchlauchtigster Kronprinz ist zunächst an Zertrümmerung des Schädels und der vorderen Hirnpartie gestorben. Zweitens, diese Zertrümmerung ist durch einen aus unmittelbarer Nähe gegen die rechte vordere Schläfengegend abgefeuerten Schuss veranlasst worden. Drittens, ein Schuss aus einem Revolver mittleren Kalibers war geeignet, die beschriebene Verletzung zu erzeugen. Viertens, das Projektil wurde nicht vorgefunden, da es die über dem linken Ohr konstatierte Ausschussöffnung ausgetreten war. Fünftens, es unterliegt keinem Zweifel, dass seine K&K Hoheit sich den Schuss selbst beigebracht hat und dass der Tod augenblicklich eingetreten ist. Sechstens, die vorzeitige Verwachsung der Pfeil- und Kranznaht, die augenfällige Tiefe der Schädelgrube und die sogenannten fingerförmigen Eindrücke an der inneren Fläche der Schädelknochen, die deutliche Abflachung der Hirnwindungen und die Erweiterung der Hirnkammer sind pathologische Befunde, welche erfahrungsgemäß mit abnormen Geisteszuständen einherzugehen pflegen und daher zur Annahme berechtigen, dass die Tat in einem Zustand von Geistesverwirrung geschehen ist. Nach der Obduktion wurde für die rechte Gesichtshälfte eine Wachsmoulage angefertigt. Daraufhin wurde der Leichnam vom Direktor der Hofapotheke einbalsamiert. Rudolf wurde nun in die Paradeuniform eines Feldmarschallleutnants eingekleidet. Als nun um 22 Uhr der aus Meierling zurückgekehrte Leibarzt Wiederhofer Franz Josef mit der Selbstmordversion vertraut machen wollte, wurde er nicht mehr vorgelassen. Der Kaiser empfing ihn erst am nächsten Morgen um 6 Uhr. Franz Josef, noch immer im Glauben, Mary hätte seinen Sohn vergiftet, erhielt so also erst am nächsten Tag in der Früh den mündlichen Obduktionsbericht von Professor Wiederhofer und empfing ihn mit den Worten: Sagen Sie mir nur alles aufrichtig, ich will alles genau wissen. Der Hofarzt, der annahm, der Kaiser wäre längst unterrichtet, versuchte Franz Josef zu trösten und meinte daraufhin: Ich kann Eurer Majestät diese eine Versicherung geben, dass seine kaiserliche Hoheit, der Kronprinz, nicht einen Augenblick gelitten hat. Die Kugel ist direkt in die Schläfe eingedrungen und hat den Tod augenblicklich herbeigeführt. Franz Josef antwortete daraufhin aufgebracht: Was reden Sie von einer Kugel? Ja, Majestät, die Kugel
wir haben sie ja gefunden, die Kugel, mit der er sich erschossen hat. Franz Josef fragte nun entsetzt, er? Er hat sich erschossen? Das ist ja nicht wahr. Sie hat ihn doch vergiftet. Der Rudolf hat sich nicht erschossen. Wiederhofer war sprachlos, dass der Kaiser die wahren Umstände noch nicht erfahren hatte und klärte ihn nun auf. Franz Josef war zutiefst erschüttert. Und sein einziger Trost war die Feststellung der Unzurechnungsfähigkeit Rudolfs, die schon allein deswegen notwendig war, um ihm ein katholisches Begräbnis zu ermöglichen. Seinen Wunsch, an der Seite Marys bestattet zu werden, wurde auch noch als Zeichen dieser Geistesverwirrung wahrgenommen. Das wurde ihm natürlich nicht gewährt. Der Wiener Hof war offenbar mit dieser Situation dermaßen überfordert, dass er ungewollt die Gerüchteküche so richtig anheizte. Im Bemühen, das Geschehen zu vertuschen, war nicht nur die kaiserliche Familie selbst über 24 Stunden falsch informiert geblieben. Es wurden immer neue Todesursachen verlautbart, was natürlich für unzählige Gerüchte sorgte. Neben der inoffiziellen Vergiftungsversion war die erste offizielle Todesursache ein Jagdunfall. Kurze Zeit später wurde Herzschlag angegeben. Erst nach über 30 Stunden wurde erstmals der Selbstmord des Kronprinzen veröffentlicht, auch aus dem Grund, weil sonst die Polizei Ermittlungen angestellt hätte und man dann auf Mary Wetscherer aufmerksam geworden wäre. Diesen Skandal wollte man verhindern. Eine zweite Leiche existierte offiziell bis zum Ende der Monarchie nicht. So war das Kaiserhaus selbst dafür verantwortlich, dass es sofort zahllose Gerüchte und Versionen um den Tod des Kronprinzen gab. Doch bereits Anfang Februar erschienen in der deutschen Presse verschiedene Berichte über Kronprinz Rudolf und die Baroness Wetscherer, deren Verbreitung in Österreich-Ungarn jedoch am 15. Februar aufgrund einer Entscheidung des KK-Landesgerichts in Troppau verboten wurde. Die Behörden waren da besonders eifrig, denn das Kaiserhaus bzw. der Hof meinte, mit der Konfiszierung von Zeitungen die Gerüchte um Rudolfs Tod aus der Welt schaffen zu können, was im Prinzip das genaue Gegenteil bewirkte. Im Wiener Zeitungsbüro Goldschmidt wurden am 19. Februar 1889 beispielsweise 4790 ausländische Zeitungen beschlagnahmt. In Wien herrschte nun für 3 Monate Hoftrauer. Und die offizielle Hoftraueransage legte detailliert fest, wer welches Kleidungsstück tragen durfte. Auf allerhöchste Anordnung wird die Hoftrauer von Dienstag, den 5. Februar 1889, angefangen durch 3 Monate in nächststehender Art getragen. Die allerhöchsten und höchsten Frauen, dann die Damen, erscheinen im ersten Monate, das ist vom 5. Februar bis einschließlich 4. März, in schwarzem Wollstoffe, mit schwarzem Kopfputze oder in Hüten von schwarzem Krepp, mit schwarzem Schmucke, schwarzen Handschuhen und schwarzem Fächer. Im folgenden Monate, das ist vom 5. März bis einschließlich 4. April, in schwarzem Seidenzeuge, mit schwarzem Kopfputze, schwarzem Schmucke, schwarzen Handschuhen und schwarzem Fächer. Im letzten Monate, das ist vom 5. April bis einschließlich 4. Mai, in schwarzem Seidenzeuge mit Kopfputz und Garnituren von weißen Spitzen und mit echtem Schmucke oder in grauen und weißen Kleidern mit schwarzen Spitzen und mit schwarzem Schmucke oder mit Perlen. In den nächsten Wochen ruhte nun Rudolfs Sarg auf einem Schaubett. Wegen des enormen Publikums wurde die Besuchsmöglichkeit bald auf Publikumsandrang und der damit verbundenen wöchentlichen 3 Tage reduziert. Am 5. Februar wurde der Sarg mit dem Leichnam in die Kapuzinergruft überführt. Das Begräbnis Rudolfs vollzog sich nach herkömmlichen Gepränge des traditionellen habsburgischen Hofzeremoniells. Um 16 Uhr wurde der Sarg aus der Burgkapelle über den inneren Burghof zur Kapuzinerkirche geführt. Den barocken Leichenwagen zogen 6 Lipizzaner-Schimmel statt der sonst üblichen Rappen. Nach der Einsegnung in der Kapuzinerkirche wurde die höchste Leiche in die Gruft begleitet. Nach weiterer Einsegnung händigte der erste Obersthofmeister des Kaisers, Prinz Hohenlohe-Schillingfürst, dem Pater Guardian den Sargschlüssel aus. Rudolfs Sarkophag, von der Firma Beschorner aus versilbertem Kupfer gearbeitet, trägt auf dem Deckel die Inschrift: Hier ruht Rudolf, der Kronprinz des Kaiserreichs Österreich und des Königreichs Ungarn, Erzherzog von Österreich,
Sohn des Kaisers von Österreich und König von Ungarn, Franz Josef I. und der Kaiserin und Königin Elisabeth. Geboren zu Laxenburg am 21.08.1858, gestorben im Schloss Meierling, 30.01.1889. Prinz Heinrich Reuß berichtete von der sensiblen Angelegenheit an Bismarck. Der päpstliche Nuntius hat mir von der großen Verlegenheit gesprochen, in welcher sich der Papst befunden hat, seine Zustimmung zu einem kirchlichen Begräbnis des Kronprinzen zu geben. Mein amtliches Gewissen ist rein, setzte der Nuntius hinzu. Ich brauche nur zu glauben, was der Minister des Äußeren mir erzählt. Aber es ist wohl das erste Mal in der Geschichte, dass der päpstliche Nuntius in Pontificalibus dem Begräbnis eines Mörders und Selbstmörders beiwohnt. Elisabeth und Stefanie blieben dem Begräbnis fern, während sich Franz Josef zur Teilnahme zwang, wie Valerie berichtet. Wir hatten alles aufgeboten, um Papa von dem Entschluss abzubringen, zum Leichenbegängnis zu gehen. Umsonst. Unerbitterlicher denn je will er sich nichts ersparen. Und so hielt es auch Gisela, so schwer es auch ihr fiel, für ihre Pflicht, ihn zu begleiten. Nach 4:30 kamen Papa und Gisela zurück, und er sagte, er habe sich gut gehalten. Nur in der Gruft, da ist's nicht mehr gegangen. Aber so wie heute ist's noch bei keinem Begräbnis zugegangen, sagte er mit zitternder Stimme. Valerie berichtet, dass Elisabeth erst am 9. Februar in die Gruft ging. Sie war gestern Abend, nachdem sie sich vorher schon zum Schlafengehen ausgezogen, gewaschen und uns weggeschickt, ganz allein zwischen 8 und 9 Uhr in der Kapuzinergruft. Die Gruft ist ihr unsympathisch und sie hatte gar keine Lust hinzugehen. Aber ihr war's, als riefe sie eine innere Stimme, und sie tat es in der Hoffnung, Rudolf könne ihr erscheinen und sagen, ob er dort noch begraben sein wolle. Dem Kaiser aber war sie in jenen Tagen eine große Stütze, wie er selbst berichtet. Wie viel ich in diesen schweren Tagen meiner innigst geliebten Frau, der Kaiserin, zu danken habe, welch große Stütze sie mir gewesen, kann ich nicht beschreiben, nicht warm genug aussprechen. Nach Rudolfs Tod wurde nach den habsburgischen Hausgesetzen sein Onkel Karl Ludwig österreichischer Thronfolger, doch de facto wurde es dann dessen Sohn Franz Ferdinand, über den ihr auch noch ein Video hier auf diesem Kanal bekommen werdet. Unmittelbar nach der Tragödie von Meierling ließ Kaiser Franz Josef dann das Jagdschloss in ein Kloster umwidmen, wodurch auch die äußerliche Erscheinung der ehemaligen Schlossanlage einschneidende Änderungen erfuhr. Dort, wo sich das Bett des Thronfolgers befunden hatte, ist heute ein Altar. Elisabeth und Valerie besuchten das Kloster und Valerie notiert in ihr Tagebuch: Nach der Messe sahen wir das von den Karmeliterinnen geführte Kloster an. Und erst als ich diese in ihrer Armut und Heiterkeit so rührenden Frauen sah, traten mir die Tränen in die Augen. Nachdem wir alles angesehen, verließen wir Meierling mit einem wehmütigen, aber guten Eindruck. Mama bedauerte nur sehr, den Ort nicht noch in seiner ursprünglichen Gestalt gesehen zu haben, wie Gisela, die im Mai dort war. Aber wie gesagt, verbreiteten sich schnell nun verschiedenste Gerüchte, vor allem wegen der Art, wie der Wiener Hof mit dem Ereignis umging. Besonders über die Personen im engsten Umfeld des Kronprinzen in jener Nacht wurde viel spekuliert. In Wien lästerte man, dass der Kronprinz im Meierling von 3 Fischen begleitet gewesen sei. Einem Backfisch, Mary Wetscherer, einem Bratfisch, seinem Fiaker, und einem Stockfisch, nämlich Graf Heuersch. Franz Josef wollte Bratfisch zur Emigration ins Ausland zwingen, was aber nicht gelang. Nie erzählte Bratfisch vom Kronprinzen. Auch über Meierling, wo er anwesend war, bewahrte er Stillschweigen. Er wurde von den Polizeibeamten viele Male verhört, war aber nicht besonders kooperativ. Ich bemerke hierzu, dass Bratfisch nur sehr zögernd und nach eindringlichstem Befragen zu diesen Mitteilungen sich herbeiließ und freiwillig über die Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen hinaus keinerlei Angaben machen wollte. Übrigens scheint das Verhalten bestimmt von einer Art zu sein, die die Annahme, als sei es erkauft gewesen, von vornherein ausschließt. So wäre denn nach dem Eindruck, den ich vom Bratfisch gewonnen habe, anzunehmen, dass er jedermann gegenüber Verschwiegenheit bewahren wird. Nichtsdestoweniger
habe ich natürlich den Auftrag gegeben, dass Bratfisch für die nächste Zeit beobachtet wird. Dies umso mehr, als Bratfisch bei seinem gutmütigen Wesen einer Leidenschaft sich hinzugeben scheint, die so harmlos sie ist, zur Quelle von Unwahrheiten werden kann. Er ist ein Quartaltrinker. Hierdurch allerdings könnte dem ansonsten verschwiegenen Mann leicht eine Äußerung entfahren, die er später bereut. So berichtete der Polizeipräsident Kraus dem Ministerpräsidenten Tafe. Nach Mayerling war Bratfisch allerdings ein gebrochener Mann. Er erhielt zwar seitens des Hofes die ihm vom Kronprinzen gewidmete Summe und richtete sich in seinem Haus in Hernals ein eigenes Fuhrwerkunternehmen ein, wurde jedoch Zeit seines Lebens nicht mehr froh. Seine Tochter schildert die traurige Zeit. Wie ausgewechselt war er, der Vater. Nirgends ist er mehr aufgetreten. Dabei hat er doch immer nur aus Passion gesungen. Auch sein Lieblingscouplet mit dem Refrain »Secht's, Leuteln, so bin i der Bratfisch« ist ihm nicht mehr über seine Lippen gekommen. Unseren Vater hat das Geschäft nicht mehr gefreut. Wir haben die schönsten Lipizzaner im Stall stehen gehabt, aber er hat die Rösser nicht mehr sehen können. Nur wenige Jahre später, 1892, starb er dann an einem Blutsturz. Und die unterschiedlichen Gerüchte? Die erste Nachricht erfolgte bereits am 30. Jänner um ca. 16 Uhr in Form eines Extrablattes vom Badener Bezirksblatt, das aber noch am selben Tag konfisziert wurde. Darin hieß es, dass ein verhängnisvoller Schuss aus dem eigenen Gewehr dem Leben seiner kaiserlichen Hoheit, des Kronprinzen, ein jähes Ende bereitet habe. Auch die Neue Freie Presse berichtete schon am selben Tag, man bestätigte, dass dem Kronprinzen ein schwerer Unglücksfall zugestoßen sei, doch wisse man noch nicht, welcher Art derselbe gewesen sei. Man meldet, dass der Kronprinz im Jagdschlosse zu Mayerling heute früh tot in seinem Bette mit einer Schusswunde im Körper aufgefunden worden ist. Die Annahme einer Selbsttötung durch eine Schusswaffe war zu diesem Zeitpunkt eine offiziell noch nicht bestätigte Todesursache. Die Zeitungen wurden konfisziert. Nachdem dann aber am 30. Jänner die Beilage zur Wiener Zeitung offiziell von einem Schlaganfall des Kronprinzen berichtete, erschien dann am 31. Jänner im amtlichen Teil der Mitteilung, der Kronprinz sei in Mayerling einem Herzschlag erlegen. Der in Wien lebende Komponist Johannes Brahms schreibt in einem Brief an seinen Verleger Fritz Simrock am 1. Februar: Die Neue Freie Presse ist heute konfisziert, weil sie den ganz unzweifelhaften Selbstmord des Kronprinzen erzählt. Wir werden hier also nur von Herzschlag lesen. Möchten Sie nicht in gewohnter Freundlichkeit mir gelegentlich dortige Blätter, aber wohl im Kuvert schicken? Das Wort, es ist alles schon da gewesen, darf abgeschafft werden. Wie heutzutage Kaiser und Könige sterben, ist doch neu. In die Luft fliegen, ins Wasser gehen, sich selbst töten, dazu unsere Kaisertragödie. Die Herzschlag-Version wurde auch allen Familienmitgliedern, die nicht in Wien weilten, telegrafisch mitgeteilt. Nachdem Ministerpräsident Tafe im Extrablatt der Wiener Zeitung jedoch Schlaganfall als Todesursache angeführt hatte, waren nun mehrere Todesursachen in Umlauf, was die prekäre Situation noch verschlimmerte. Selbst die kaiserliche Verwandtschaft war verwirrt. Wir hörten gleich zuerst, er habe sich wegen seiner Liebschaft mit der Vetschera erschossen. Gleich darauf die Version, er sei mit einer Champagnerflasche erschlagen worden. Nach den seither aufgetauchten Erinnerungen scheint fast die erste die richtige zu sein. Sie ist aber unmittelbar nach dem Ereignis durch so viele andere, wie Unfall und dergleichen, verdüstert und die ganze Affäre in ein so mystisches Dunkel gerückt worden, dass zuletzt niemand mehr wusste, was davon zu halten sei. Marie Valerie schreibt darüber in ihr Tagebuch, dass die meisten an Mord und nicht an Selbstmord glauben. Franz glaubt auch nicht direkt an Mord, das wäre ja nicht möglich. Wohl aber ist seine feste Überzeugung, dass noch ein Geheimnis um die Sache ist und dass Rudolf unter Depression gehandelt habe. Papa sagt, er höre von allen Seiten, dass hier fast niemand an der Art von Rudolfs Ende glauben wolle, dass die meisten an Mord oder doch gezwungenen Selbstmord glauben. Papa sagt ganz richtig, es ist unbegreiflich, wie die Leute glauben können, dass man das Ärgste erfindet.
Auch Stefanie ging stets von Rudolfs Selbstmord aus. Er war tot. Er hatte ernst aus seinen schrecklichen Drohungen gemacht. Er hatte sein zerstörtes Leben selbst beendet. Stefanie spielte darauf an, dass sich Rudolf bereits im Sommer 1888 mit Mitzi Kaspar das Leben nehmen wollte. Dass dies sogar in diplomatischen Kreisen bekannt war, bestätigte der deutsche Botschafter Prinz Reuß, der ebenfalls nach Berlin meldete, dass Rudolf vorgehabt habe, sich mit Mitzi umzubringen. Demzufolge lagen die Gründe für Rudolfs Selbstmord weder an eventuellen kompromittierenden politischen Verwicklungen im Jänner 1889 noch am gescheiterten Versuch, seine Ehe mit Stefanie auflösen zu können. Auch die Vermutung, dass er sich aus Liebe zu Mary das Leben nahm, da er keine gemeinsame Zukunft mit ihr sah, ist damit auszuschließen. Umso mehr, als er, wie wir gehört haben, die Nacht, bevor er nach Mayerling fuhr, noch bei Mitzi Kaspar verbracht hatte und ihr, wie Graf Hoyosch es formulierte, ihr einen voll Liebe überschäumenden Abschiedsbrief schrieb. Hoyosch meinte ganz klar, es wäre ein großer Irrtum zu glauben, der Kronprinz sei aus unglücklicher Liebe in den Tod gegangen. Sowohl der gewaltsame Tod des Kronprinzen als jener der Baroness Mary Wetscherer waren schon vorher zusammen beabsichtigt. Dass der durchlauchtigste Kronprinz in dieser Richtung von einer förmlichen Manie geplagt war, erhellt daraus, dass er an seine Umgebung, wie den Herrn Erzherzog Franz, Otto, Friedrich, dem Herzog Don Miguel von Braganza, dem Maler Franz von Pausinger diesbezügliche Andeutungen machte und in letzter Zeit oft die Frage stellte: Fürchtest du dich vor dem Tode? Letzterem sagte er schon vor 6 Jahren gelegentlich eines Jagdaufenthaltes in Gürgeni in Ungarn, als von seinem einstigen Regierungsantritte die Rede war: Nicht ich, dieser, der dort kommt, auf den Herrn Herzog Franz deutend, wird Kaiser von Österreich. Trotz Ahnungen war er voll Lebenslust und Schaffensdrang. Dass, abgesehen von seiner einsamen Kindheit, seinem schwierigen Verhältnis zu den Eltern, vor allem zu seinem distanzierten kaiserlichen Vater, der seine Persönlichkeit mehr oder weniger ignorierte, in erster Linie eine Krankheit verantwortlich für seinen Freitod gewesen sein soll, ist auszuschließen. Das haben wir auch schon in der letzten Folge besprochen. Da eben diese Hofrezeptbücher eindeutig zeigen, dass Rudolf nicht an der tödlichen Syphilis litt, sondern an Gonorrhoe, einer Krankheit, die heilbar gewesen ist. Doch den Menschen schien es schwer zu fallen, zu glauben, dass sich eine Person wie der Kronprinz das Leben selbst nehmen könnte. Und so meldete zum Beispiel das Sonntagsblatt des Badener Boten am 3. Februar: Niemand wollte an die Möglichkeit glauben, dass der blühende, lebensfrohe Kaisersohn, welcher 2 Tage vorher in voller Gesundheit das reizende Mayerling aufgesucht hatte, um in den dortigen Forsten sich dem Jagdvergnügen hinzugeben, eines natürlichen Todes gestorben. Ingrid Haslinger zweifelt in ihrem Buch Rudolf war immer ein guter Sohn, Mayerling war ganz anders ebenfalls an, dass es sich um einen Selbstmord handelte. Unter anderem, weil nicht einmal Kaiser Franz Josef eine Veränderung an seinem Sohn aufgefallen war. Sie führt einen Brief des Kaisers an Katharina Schratt im Oktober 1889 an, in welchem er meint, noch Anfang Jänner jagte unser unvergesslicher Rudolf hier mit uns in heiterster Stimmung, und wer konnte damals ahnen, dass kurz darauf das Entsetzliche geschehen würde. Doch wie oft kommt es vor, dass selbst engste Angehörige nicht mitbekommen, dass sich ein Selbstmord anbahnt. Wer denkt schon an so etwas Schreckliches? Weiters führt Haslinger an, dass der Zimmerwärter Alois Zwerger, der zum Zeitpunkt der Katastrophe in Mayerling anwesend war, in seiner undatierten Denkschrift berichtet, dass nach dem Eintreffen Rudolfs und Mary Wetschera's noch ein Gepäckswagen mit 9 Koffern, wo die Toilette des Thronprinzen, die übrigen 6 hingegen von der Wetscherer waren, ihre Toilette war eine prachtvolle, einen roten Bademantel aus feinster Seide, in Gold gestickt, ein Geschenk des Kronprinzen, hier in Mayerling. Überhaupt bekam die Wetscherer einen komplett neuen Anzug, weil der Anzug, mit dem Wetscherer kam, schwarz deponiert wurde, eingelangt war. Die Frage ist, benötigt man für einen geplanten Selbstmord derart viel Bekleidung? Jagdgäste, die eingeladen waren, und eine kleine Schar von Bedienten? Das ist meiner Meinung nach aber kein Ausschlussgrund. Vielleicht
schwankte ja der Kronprinz noch in seiner finalen Entscheidung. Vielleicht war ihm der exakte Tag noch nicht klar. Und Mary hoffte vielleicht doch insgeheim auf ein Happy End. Vielleicht hatte ihr Rudolf ja erzählt, dass er mit ihr in ein neues Leben fliehen wollte. Wer weiß, ob er nicht erst in Meierling von seinen Todesplänen erzählte. Die Abschiedsbriefe Marys wurden jedenfalls erst vor Ort verfasst. Ein Problem ist eben, dass der Großteil der Informationen über die Meierling-Tragödie erst aus der Zeit nach 1919 stammen, da bis zum Ende der Monarchie darüber tatsächlich geschwiegen wurde und Berichte unterdrückt worden sind. Die danach publizierten Artikel erschienen dann meist als Erinnerungen von Zeitzeugen, deren Inhalt schwer überprüfbar war und die oftmals Vermutungen als Tatsachen hingestellt haben. Erst die Publikation der auf vorhandenen Dokumenten beruhenden Biografie des Kronprinzen aus der Hand des Direktors des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Oskar Freiherr von Mittis, anlässlich des 40. Todestages des Kronprinzen, brachte eine relative Klärung und verwies so manche Aussagen in den Bereich der Legenden. Und wie gesagt, wurde ja auch bis zum Zusammenbruch der Monarchie die Leiche von Mary Wetscherer verschwiegen. Und doch kamen ja doch immer wieder Gerüchte durch. Zum Beispiel über Franz Josefs enge Freundin, die Hofschauspielerin Katharina Schratt, zu der ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe. Ihr findet sie hier auf meinem Kanal. Schratt war nämlich seit Jahren schon mit Marys Familie, den Baltazis, eng befreundet und erfuhr daher von Marys Tod in Meierling. Am 4. Februar hat sie dann schon an Ida Ferenczi, der vertrauten Kaiserin Elisabeths, geschrieben: »Bin trostlos. Bitte um ein Wort. Es ist mir umso peinlicher, als ich mich recht geängstigt darüber fühle, dass unter den vielen Gerüchten auch Dinge besprochen werden, die ich unbekannt geglaubt. Herr Baltazzi war bei mir. Es war eine fürchterliche Stunde.« Nun war der Hof langsam gezwungen, die Wahrheit zu verlautbaren. Marie Valerie berichtet, dass der Minister, Eduard Graf Taaffe, nun Papa selbst gebeten hatte, die Wahrheit zu veröffentlichen, da doch niemand an einen natürlichen Tod glaube. Trotzdem waren weiterhin Gerüchte und Skandalgeschichten im Umlauf. Rudolfs Tochter, Erzherzogin Elisabeth, meinte dazu, als der Historiker Egon Cäsar Conte Corti einmal Recherchen zu dem Thema betrieb: Man sollte glauben, dass über den tragischen Tod meines Vaters schon genug geschrieben wurde. Immer aber finden sich Leute, die, obwohl sie darüber nichts Bestimmtes sagen können, damit ein Geschäft machen wollen. Vielleicht ist unter diesem Aspekt auch die Denkschrift eines Tischlers aus Meierling zu sehen, der angab, nach einem offensichtlichen Kampf Reparaturen im Schloss vorgenommen zu haben. Es sah wüst aus, wie nach einem erbitterten Kampf. Etliche Kugeln steckten in den Möbeln. An den Wänden und an der Decke des Zimmers waren Kugelspuren. Das Gassenfenster des Parterrezimmers war von außen eingedrückt, ebenso die Tür vom Nebenraum her, Teppich und Parketten an vielen Stellen blutig, ebenso die Bettmatratzen, die arg nach Blut stanken. Die Teile von 3 zertrümmerten Sesseln aus hartem Nussholz sind im Zimmer herumgelegen. Der Kronprinz ist ja wirklich erschlagen worden in der Rauferei und die Wetscherer dabei auch getötet worden, im Tumult mit den Leuten, die durch das erbrochene Fenster oder die Tür eingedrungen sind. Diese Darstellung widerspricht allen anderen Berichten, von denen wir bisher gehört haben, von Loschek, von Hoyosch und von Schuldes, und zählt vielleicht zu den vielen dramatischen Eifersuchtsgeschichten, die nachträglich zum Zweck der Geldmacherei gedruckt wurden. Diese Geschichten erzählen zum Beispiel von einem eifersüchtigen Jäger, der den Kronprinzen erschoss, sowie von einem Unfall. Ein Onkel Marys hätte seine Nichte aus Meierling abholen wollen, es sei zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der Kronprinz mit einer Champagnerflasche erschlagen worden sei. All diesen Darstellungen widersprechen jedoch die Abschiedsbriefe. Es gab allerdings auch ein Gerücht, dass es sich um einen politischen Mord gehandelt hätte. Eine Zeitgenossin Rudolfs und Kritikerin des Hofs, Edith Gräfin Saalburg, schrieb über den Kronprinzen: Statt ihn früh einzuführen in die Regierungsgeschäfte, ist es den maßgebenden Leuten lieber gewesen, er unterhält sich. Das hat er dann getan, nach einem ganzen System. Höfische Schufte haben ihm alles Schlechte zugeführt. Er hat trotzdem auf die Politik der Zukunft, wie er sie sich gedacht,
auf die Wissenschaften nie ganz vergessen. Und weil er eben anders war, anders als seine Vorfahren und anders sein würde auf dem Thron, da fanden es vielleicht die maßgebenden Leute besser, dass er zugrunde gehe. Es gibt Morde, die kann man nicht beweisen. Sie sind die ruchlosesten. Und der deutsche Botschafter Prinz Reuß schrieb über diese Mordgerüchte nach Berlin. Wenn der Mord eingestanden würde, so hätte die öffentliche Meinung die Ermittlung des Täters und dessen Bestrafung gefordert. Hierzu sei aber eine genaue gerichtliche Erhebung der Umstände nötig gewesen und der ganze wenig moralische Tatbestand wäre ans Licht gekommen. Um dies zu vermeiden, hatte sich der Kaiser entschlossen, das vielleicht viel schlimmere und beschämendere Eingeständnis des Selbstmordes zu machen, welcher durch Wahnsinn erklärt werden konnte. Über die möglichen Hintergründe eines Mordes berichtet Reuß hingegen nichts. Marie Larisch gab an, dass einige Tage nach Rudolfs Tod Graf Andrassy zu ihr gekommen wäre, um sie zu fragen, ob der Kronprinz jemals mit ihr über Politik gesprochen hätte. Denn Sie müssen wissen, dass der Tod des Kronprinzen nicht lediglich eine Liebestragödie ist. In diesem Zusammenhang fällt auch die ominöse Schachtel, die Marie Larisch in ihren Memoiren erwähnt. Diese sollte an einen Menschen übergeben werden, der ihr folgende Buchstaben sagte: R-I-O-U. Die Kassette soll dann von Erzherzog Johann abgeholt worden sein, der kurz darauf aus der kaiserlichen Familie ausschied und unter dem bürgerlichen Namen Johann Orth mit seiner Frau Milli Strubel als Schiffseigner ein neues Leben beginnen wollte. Doch sein Schiff ging dann bei einem Sturm am Kap Horn im Jahre 1890 unter. Angeblich hätten sich chiffrierte Briefe in der Kassette befunden. Und der Interpretation von Brigitte Hamann zufolge soll die Buchstabenfolge auf der Kassette bedeuten: Respektable Innerer Orient Ungarn. Das wäre ein Freimaurerorden gewesen, der zu der Zeit eben nur in Ungarn erlaubt gewesen war. Doch wie schon in der letzten Folge erwähnt, leugnete Rudolf, jemals Teil der Freimaurer gewesen zu sein. Und wie man sieht, ist diese ganze Geschichte mit dieser Schachtel höchst spekulativ. Vor allem auch, weil Marie Larisch Memoiren mit Vorsicht zu behandeln sind, dass sie von ihrer eigenen Rolle in der Tragödie ablenken wollte. Von einem politischen Attentat sprach allerdings sehr vehement auch die letzte Kaiserin von Österreich, Zita. Dahinter stand jedoch sicherlich eher Staatsräson als das Wissen um eine bislang unbekannte Quelle. Zita beharrte in ihren letzten Lebensjahren Historikern und Journalisten gegenüber darauf, dass Rudolf politischen Meuchelmördern aus dem Ausland zum Opfer gefallen sei, weil Rudolf sich nicht an einer Verschwörung zum Sturz Kaiser Franz Josefs beteiligen wollte und diese sogar aufdecken wollte. Auftraggeber sei nach Zita der französische Staatsmann Georges Clemenceau gewesen. Was den armen Kronprinz Rudolf betrifft, so fiel er einem politischen Mordanschlag zum Opfer, was ihre Majestät und die ganze kaiserliche Familie von jeher gewusst haben. Jedenfalls war es nie und nimmer ein Selbstmord. Mary dürfte keinesfalls dabei gewesen sein. Brigitte Hamann, die ja auch eine Rudolf-Biografie geschrieben hatte, bezeichnete diese Aussage allerdings als gezielte Vernebelungstaktik. Trotz Zitas eiserner Behauptung, dass Rudolf ermordet worden sei, herrscht heute kein Zweifel mehr am Ablauf der Tat. Dazu trugen ja auch die wissenschaftlichen Auswertungen der Leiche Mary Vetscheras in den 90er Jahren, wie auch die Wiederentdeckung ihrer Abschiedsbriefe bei. Der Tod von Kronprinz Rudolf in Mayerling bleibt allerdings bis heute eines der größten Rätsel der Habsburger Geschichte. Zwischen politischen Spekulationen, geheimen Liebesaffären und widersprüchlichen Zeitzeugenaussagen verschwimmt bis heute die Grenze zwischen Wahrheit und Mythos. Nach all dem, was ihr nun in dieser 4-teiligen Videoreihe über Rudolf gehört habt, was ist eure Meinung? Warum hat sich der Kronprinz das Leben genommen? Seine Schwester Marie Valerie hält ihre Gedanken dazu in ihrem Tagebuch fest. Rudolf, der einst so sehr am Leben hing, mit seinem Tatendrang, seinem Durst nach Ruhm, seiner einst so unüberwindlichen Angst vor dem Tod, in der er einmal sagte: Könnte man doch 100 Jahre alt werden. Es ist schrecklich genug zu denken, dass man einmal sterben muss. Er hat sterben wollen. Oder, wie er erwähnte,
sterben müssen und liegt nun da in seinem Sarg in der kalten Gruft. Und die Schauer des Todes hat er kennengelernt, während der Leib vermodert. Wo ist die Seele? Und ich möchte nun zum Abschluss noch eine Zeitzeugin zu Wort kommen lassen, nämlich die Tochter von Rudolfs Vertrautem, Moritz Seps, Bertha Zuckerkandl, die in ihren Erinnerungen schreibt: Rudolf starb an Österreich, weil er an dessen Zukunft verzweifelte. Er starb an seines Vaters starrer Despotie. Er starb, weil er die Freiheit liebte und nur Unterdrückung sah. Er starb, weil er in wahrhaft prophetischer Art den Zerfall seines Landes ahnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch tiefer in die Geschichte eintauchen wollt, bleibt dran. Denn in der nächsten Folge werden wir ja einen Blick auf das kurze und tragische Leben von Mary Wietscherer werfen und erfahren, warum sie mit Rudolf in den Tod ging.